Du arbeitest 8, 9 Stunden am Tag und denkst, keine Chance für Sprache? Doch, mit 15 Minuten am Tag geht's, wenn du sie klug nutzt. Heute zeigen wir dir konkrete Techniken für echte Arbeitstage, morgens, beim Pendeln, in der Mittagspause, alles auf B1-Niveau, aber alltagstauglich und ohne Stress. Du bekommst einen kleinen Plan, eine kurze Beispielübung zum Mitsprechen und Tipps, wie du dranbleibst. Los geht's direkt, ohne Blabla. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Tim. Und wer will, die komplette Lektion ist bei Vocabli. Also, fangen wir mal mit dem größten Irrtum an. Viele denken, man braucht eine Stunde am Stück. Das klappt im Büroalltag fast nie, finde ich. Ja, total. Ich sag immer, Mini-Sessions. 5 bis 10 Minuten, aber aktiv, also laut sprechen, eine kleine Aufgabe, nicht nur zuhören. Genau, aktiv heißt, Mund auf, Wörter benutzen. Passiv ist nett fürs Gefühl, aber na ja, es bringt weniger, wenn du nie sprichst. Ich hab das selber falsch gemacht. Ich hab Serien geschaut, verstanden hab ich viel, aber im Gespräch war ich steif wie ein Brett, echt peinlich. Kenn ich. Eine Hörerin hat erzählt, sie konnte Slang aus Serien, aber beim Bäcker fehlten die einfachen Sätze. Da merkt man, Praxis schlägt Theorie. Okay, machen wir früh ein kleines Rollenspiel, ja? Stell dir vor, du hast nur 10 Minuten in der Pause. Du rufst deinen Tandempartner an. Ich bin der Tandempartner. Und du willst üben, eine klare Mini-Aufgabe zu setzen. Los! Hi, hast du kurz Zeit? Lass uns 3 Dinge machen. Erst Smalltalk, dann 2 neue Wörter nutzen und am Ende ein Feedback in einem Satz. Klar, ich hab 10 Minuten. Thema Smalltalk. Wie war dein Vormittag auf der Arbeit? Ganz okay, ziemlich voll. Ich hatte 2 Meetings und jetzt brauche ich einfach kurz Bewegung und ein bisschen Deutsch. Klingt gut. Die 2 neuen Wörter für heute sind zum Beispiel verschieben und erledigen. Kannst du einen Satz mit erledigen machen? Ja, ich erledige die E-Mails nach der Pause. Und verschieben. Wir verschieben den Termin auf morgen. Top. Kurzes Feedback. Dein Tempo ist angenehm, aber mach die Endungen deutlicher, okay? Nächste Minisession nehmen wir die Vergangenheitsform. Und Stopp. Das waren vielleicht 4, 5 Minuten, aber sehr fokussiert. Genauso sieht aktive Übung im Alltag aus. Wichtig dabei, sag am Anfang, was ihr macht, und am Ende, wie es lief. Dann fühlt es sich abgeschlossen an, auch wenn's kurz ist. Lass uns noch über Zeitfenster reden. Ich mag 3 feste Slots. Morgens beim Kaffee, unterwegs und in der Mittagspause. Ja, stapeln hilft, also du hängst das Lernen an eine bestehende Gewohnheit. Kaffeemaschine an, App auf, 2 Karten laut sprechen. Beim Pendeln kannst du hören und Schatten, also nachsprechen. 10 Minuten Podcast und du wiederholst halblaut die Sätze. Wichtig, wenn du mit dem Auto fährst, bitte nur zuhören und im Kopf mitsprechen. Sicherheit zuerst, ist ja klar. In der Mittagspause mag ich ein Mini-Diktat. Ich höre einen Satz, pausiere, schreibe ihn kurz auf und lese ihn dann laut. Und für den Abend nur noch was Leichtes, sonst kippt die Energie. Vielleicht 2 Minuten Wiederholung oder eine kurze Nachricht an den Tandem. Kurze Story. Ein Kollege meinte, er hat keine Zeit. Dann hat er einfach jeden Tag beim Zähneputzen 2 Sätze laut gesagt. Nach 4 Wochen war er lockerer. Bei mir war's die Kaffeemaschine. Wenn sie läuft, sag ich 3 Sätze zur Tagesplanung auf der Zielsprache. Das ist so klein, dass ich's nie skippe.
Bevor wir weitergehen, einmal kurz testen, okay? Was bedeutet aktiv üben in unserem Sinn? Na klar, aktiv heißt sprechen, schreiben oder etwas produzieren, nicht nur hören oder lesen. Und am besten mit einer klaren Mini-Aufgabe. Yes, Gino. Wenn ihr das jetzt innerlich beantworten konntet, super, ihr seid wach dabei. Kommen wir zu typischen Fehlern. Erster Fehler, nur Medien konsumieren und denken, das reicht. Das macht Spaß, aber am Telefon stottert man dann oft. Zweiter Fehler, zu große Ziele. Heute lerne ich eine Stunde, klingt gut, aber wenn's nicht klappt, fühlst du dich schlecht und lernst gar nicht. Dritter Fehler, keine Vorbereitung. Ohne Plan suchst du erst 5 Minuten Material und deine Pause ist weg. Leg dir Listen bereit, Themen, Sätze, Wörter. Ich hab auch mal richtig daneben gegriffen. Ich wollte mich vorstellen und hab ein Wort verwechselt. Das war peinlich, aber wir haben gelacht und es wurde ein guter Kontakt. Solche Momente sind Gold. Du merkst, Fehler sind normal, sie bringen dich mit Menschen ins Gespräch. Aber dafür musst du halt sprechen. Ein Tipp, der viele überrascht: 15 Minuten jeden Tag sind oft besser als einmal die Woche eine Stunde. Die Wiederholung baut Routine auf. Und kombiniere Lernen mit Tätigkeiten, Kochen, Spazieren, Fitness. Hör was Kurzes, wiederhole 2, 3 Sätze, fertig. Das bleibt echt hängen. Jetzt kurz konkret. Wie blockt man Zeit im Büro, ohne Stress zu machen? Ich sag einfach, ich bin um 12:40 Uhr für 10 Minuten nicht erreichbar. Oder du buchst dir im Kalender Sprachinsel. Das klingt nett und niemand fragt groß nach. Du gehst dann kurz an die frische Luft oder in einen leeren Raum. Wollen wir dazu noch eine Mini-Rollenspielszene machen? Du bist die Kollegin, ich will meine Sprachinsel erklären. Alles klar. Hey, hast du heute kurz Zeit um 12:30 Uhr? Gern, aber nur 12:40 Uhr bis 12:50 Uhr. Ich hab da meine Sprachinsel, 10 Minuten Handy aus, 2 Sätze üben, dann bin ich wieder da. Klingt gut. Wenn was Dringendes ist, klopf ich kurz an, okay. Perfekt. Und falls du Lust hast, morgen machen wir's zusammen. 2 Minuten Gespräch auf der Zielsprache, Deal. Deal. Kurz und schmerzlos, so einfach kann man das ankündigen, ohne große Erklärungen. Wenn du im Homeoffice bist, nimm Türschilder oder Timer. 10 Minuten sind schnell vorbei, aber sie fühlen sich wertvoll an, wenn du sie schützt. Materialfrage, ja? Ich empfehle 3 kleine Boxen, Wörter, Sätze, Aufgaben. Pro Session nimmst du 1, 3 Wörter laut, oder 2 Sätze nachsprechen, oder eine Aufgabe schreiben. Ich hab auf meinem Handy eine Notiz. Heute sagen. Da stehen 5 Alltagssätze, die ich wirklich brauche, zum Beispiel beim Kundenanruf. Apropos Kunde, wenn du Telefon aus hast, übe die erste Zeile. Zum Beispiel, Guten Tag, ich rufe an wegen der Bestellung, und dann dein Punkt. Das nimmt so viel Druck. Genau. Oder du nimmst dir ein Mini-Drehbuch. Begrüßung, Ziel, Nachfrage, Abschluss. 5 Sätze, und du bist safe. Was machst du an sehr vollen Tagen? Also, wenn wirklich alles brennt? Dann nur die absolute Mini-Variante. Ein Satz in der Küche, ein Satz im Bad, ein Satz beim Zuknöpfen der Jacke. 3 Sätze sind auch Lernen. Ja, und keine Schuldgefühle. Konstanz schlägt Perfektion. Ein kleiner Schritt hält die Kette am Laufen. Noch ein Energietipp. Verbinde Lernen mit einer Mini-Belohnung. Nach der Sprachinsel gibt's einen guten Kaffee oder ein kurzes Stretching. Oder du zählst bewusst, 5 Minuten Fokus, jetzt,
ein Timer hilft. Wenn er klingelt, hörst du auf, auch wenn es Spaß macht. Kurz zur Wochenplanung. Ich plane Sonntagabend 3 sichere Slots ein. Wenn etwas ausfällt, schiebe ich es auf den nächsten Tag, nicht auf irgendwann. Und ich setze pro Woche ein Mikroziel, zum Beispiel 3-mal laut sprechen oder 2 Telefon-Openings üben. Das ist messbar und motiviert. Noch ein Fehler, den ich oft sehe: Leute sammeln zu viel Material. Halte es schlank. Ein Podcast, eine App, ein Tandem, das reicht. Genau, weniger Reibung, mehr tun. Lieber denselben Satz 5-mal gut sprechen, als 5 neue Sätze nur halb verstehen. Kurzer Reality Check. Was, wenn der Chef eine spontane Aufgabe gibt und die Sprachinsel platzt? Dann sofort Ersatz festlegen, heute Abend beim Kochen 5 Minuten Schatten oder nach dem Duschen 2 Sätze. Nicht aufgeben, nur verschieben. Ich will noch einen kleinen Motivationsanker teilen. Ich habe ein Post-it am Monitor, heute ein Satz. Das ist so niedrig, dass ich immer starte. Ich habe eine Audionotiz. Jeden Freitag höre ich die erste Folge nochmal und merk, wie viel leichter es klingt. Das pusht. Bevor wir schließen, noch eine Miniszene fürs Telefon, okay? Du rufst den Tandem um 7:30 morgens an. Super kurz. Okay, ich bin dran. Guten Morgen, nur 5 Minuten heute. Mein Satz ist: Ich verschiebe das Meeting auf morgen. Passt das? Klar, und ich sage, ich habe die Unterlagen erledigt. Kurzes Feedback. Betone das G bei erledigt stärker. Danke. Nächster Schritt morgen, eine Nachfrage stellen, zack, fertig. Das ist echt machbar vor der Arbeit. So, jetzt seid ihr dran. Welche 2 Momente am Tag passen bei euch sicher für Sprache? Ganz real, nicht perfekt? Und welche eine Mini-Aufgabe wollt ihr morgen testen? Schreibt's euch auf, haltet es klein und sagt es laut, das hilft. Wie versprochen noch der freundliche Hinweis. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably. Link in der Beschreibung. Wenn ihr das später üben wollt, nehmt euch die Mini-Rollenspiele dort mit, die passen genau in eure Sprachinseln. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.